So. Guten Morgen. Wir sind gerade aufgestanden und haben vor, heute in den Naturreservat zu gehen, hier in der Nähe. Und hoffen, dass wir es aushalten, weil es 30 Grad und Sonne heute sein soll. Zu der Nacht kann ich so viel sagen, dass wir super gut geschlafen haben. Endlich mal. Und sind ganz glücklich deswegen, auch wenn das Zimmer nach Zigaretten riecht. Aber ich vermute, das sind einfach die Vorhänge und, weiß ich nicht, das Zimmer generell, die Wände, das riecht einfach schon so. Es gab hier eine Party die ganze Nacht, haben sie ordentlich gefeiert, war sehr laut, aber zum Glück konnten wir trotzdem einschlafen. Die waren so nett und haben irgendwann die Tür zugemacht von dem Korridor, der zu dem Zimmer führt. Das hat dann ein bisschen geholfen. Das ist Duschgel und oder Shampoo, angeblich. Es sieht aus wie Weichspüler und es riecht wie Weichspüler. Ich habe noch nie Duschgel mit solchem Geruch gesehen. Ich habe irgendwie kein Vertrauen. Gut, dass ich mein eigenes Zeug habe. Wir haben uns gerade fertig gemacht und alles ins Auto gepackt. Jetzt gehen wir noch frühstücken und dann geht die Reise weiter. Mal sehen, wie das Frühstück aussieht. Frühstück haben wir im Hotel gebucht. Also begeben wir uns auf die sonnige Hotelterrasse am Wasser. Es gibt kein Buffet hier. Man muss etwas aus dem Menü bestellen. Dort haben wir Frühstück für 2 Personen gefunden. Zucker. Und das wurde uns gebracht. Ich glaube, wenn wir das essen, sind wir den ganzen Tag satt. Abgesehen von 2 Tomatenstückchen und 3 Blättern Petersilie sind Pommes das einzige Gemüse hier. Sonst könnte es ja noch aus Versehen gesund werden. Außerdem gibt es sehr viel Käse, Speck, Wurst und Spiegelei. So sieht offenbar Frühstück hier aus. Nicht unsere erste Wahl, aber wir probieren es. Neben der Musik aus den Lautsprechern gab es parallel ein Konzert im Wasser. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt so viele Frösche gehört habe. Mitten in Frankfurt gibt es das nicht. Ein paar Beobachtungen. Hier klopft man nicht, wenn man zu jemandem ins Zimmer kommt. Ich war gerade im Bad, habe mich umgezogen, also war nicht angezogen. Jens war nicht im Zimmer und plötzlich kam jemand und gleich hat sich die Tür wieder geschlossen, weil mich dieser jemand gesehen hat. Es war wahrscheinlich eine Putzfrau, die ist einfach so reinspaziert ins Zimmer und hat mich vermutlich nackt gesehen. Komisches Gefühl. Andere Beobachtung, hier läuft überall Musik und gestern ja auch die ganze Nacht. Und die Serben mögen eigentlich Cover. Sie haben Cover für jede mögliche Musik anscheinend, für alle bekannten Lieder, manchmal auf Serbisch sogar, manchmal auf Englisch. Aber die originale Musik läuft hier nicht. Ich vermute, so ist es einfach günstiger. Aber ich muss zugeben, dass die Cover oft sogar mindestens genauso hübsch sind wie die Originalen. Nur im anderen Stil gesungen. Und alles riecht hier nach Zigaretten. Zum Frühstück haben wir sofort als erstes einen Aschenbecher bekommen. Haben uns dann bedankt, dass wir es nicht brauchen. Aber es scheint hier ganz normal zu sein. Aber Frühstück war schön. Mit
Frischen und Froschgeräuschen. Mega cool. Wir verlassen das Hotel und machen uns auf den Weg zum Nationalpark Sasavica, der in der Nähe ist. Dort anzukommen erweist sich als herausfordernd. Es gibt 2 Dörfer, die genauso heißen wie der Nationalpark, Sasavica 1 und Sasavica 2. Das Navi im Auto kennt die Adresse nicht und Google Maps kommt auch nicht ganz klar. Wir fahren also durch das ganze Sasavica 1 Dorf und obwohl das Dorf sehr interessant ist, irgendwie kommen wir nicht zum Ziel. Nach einiger Zeit hat uns Google endlich gezeigt, dass wir uns eher von dem Nationalpark entfernen. Also mussten wir umkehren und es ging zurück durch das ganze Dorf Sasavica 1. Zum Glück war das nur geradeaus. Und das ist der richtige Weg. Wir sind 2-mal vorbeigefahren, bevor wir ihn gefunden haben. Jetzt schaut euch mal diesen Weg an. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber es macht mir immer wieder Freude, solch Wege lang zu fahren und das nicht gerade langsam. Auch wenn wir diesmal keinen Geländewagen haben. Schaut euch an, wie das Fahrzeug von links nach rechts wippt, dann könnt ihr euch vorstellen, wie tief die Schlaglöcher und Pfützen waren. Vielleicht schaffen wir es irgendwann nochmal, so eine Strecke mit einer G-Klasse oder etwas Ähnlichem zu fahren. Ein kleiner Traum. Wir erreichen einen Ort, der eine Art Touristenzentrum für den Nationalpark zu sein scheint. Und das erste, was wir sehen, sind Tiergehege. Über den Tag werden ein paar Tiere zur Schau gestellt, die für Sasavica wichtig sind. Dazu gehört zum Beispiel die Schweinerasse Mangolica. Mangolica ist die einzige überlebende serbische Hausschweinrasse. Diese Schweine sind normalerweise ziemlich haarig und ihr Fell ist sogar lockig. Zugegeben, diese Mangolica sieht nicht besonders haarig aus. Vielleicht sind das nur die jungen Schweinchen. Die beiden anderen Rassen sind ausgestorben. Diese Rasse war auch fast ausgestorben und galt aufgrund ihrer guten Eigenschaften als edel. Das Fleisch ist nämlich sehr fett, enthält aber bis zu 80% weniger Cholesterin als bei gewöhnlichen Schweinen. Vor 25 Jahren wurde die Mangolica hier in Sasavica eingeführt und freigelassen. Der Ort ist sehr angenehm gestaltet und ruhig. Außer uns gibt es noch ein paar Touristen. Man kann hier viel über die Natur erfahren, vorausgesetzt man kann Serbisch. Andere Sprachen gibt es nicht. Da oben auf dem charakteristischen Gebäude gibt es ein Storchennest mit Störchen. Wir haben gehört, dass man hier ein Boot mieten kann. Aber alle Boote, die wir gefunden haben, waren sehr schmutzig, hatten viel Wasser drin und weckten nicht so richtig unser Vertrauen. Der Weg zum Steg ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, das sind aber die einzigen, die verfügbar sind. Und du kannst da auf die Füße.
Irgendwo weit weg hören wir einen Kuckuck, der bei uns schon immer seltener wird. Zuletzt habe ich einen vor ca. 15 Jahren in Polen gehört, in Deutschland aber noch nie. Aus dem Zentrumgelände kann man den Nationalpark betreten. Am Tor begrüßt uns ein Esel, den wir erstmal aus dem Weg räumen müssen. Der mag Karotten. Esel. Du musst weiter nach links. Komm. Ja, guter Esel. Gut. In Sasavica leben Balkanesel, die heutzutage eher selten sind. Das Besondere ist, diese Esel werden hier gemolken. Ja, ihr habt richtig gehört. So ein Esel gibt etwa 200 Milliliter Milch pro Tag und wird von Hand gemolken. Entsprechend teuer ist die Milch dieser Rasse, die ca. 40 € pro Liter kostet. Wenn man dann noch Käse daraus macht, und dafür braucht man 25 Liter pro Kilo Käse, dann entsteht der teuerste Käse auf der Welt mit ca. 1000 € pro Kilogramm. Man muss aber natürlich nicht gleich ein Kilogramm kaufen. Man kann ja auch 50 Gramm für lediglich 65 € bekommen. Wir haben davon abgesehen. Eigentlich sind wir froh, dass wir kein Boot genommen haben. Auf dem Wasser sehen wir Kanufahrer, die seit gut 20 Minuten im Schilf feststecken und sich nicht weiter bewegen. Die Boote waren ja noch viel breiter. Auf dem weiteren Weg haben wir Mangulica-Schweine getroffen, die friedlich im Schlamm gewühlt haben. Ein lag faul im Schilf. Und die sind hier glücklich. Ja, das erkennst du gleich, oder? Ja. Wenn die so im Matsch wühlen, dass die glücklich sind. Sasavica ist ein Nationalpark von über 1800 Hektar, in dem vor allem Wassersysteme und Feuchtgebiete dominieren, aber es gibt auch Wälder und Wiesen. Bisher wurden über 600 Pflanzenarten, 180 Vogelarten und 65 Säugetierarten in diesem Gebiet registriert, was fast 70% aller in Serbien vorkommenden Arten ausmacht. Natürlich gibt es hier auch unzählige Amphibien und viele Reptilien. Wie man vermuten kann, sind viele der hier lebenden Tierarten stark gefährdet. Man kann hier Seeadler und sogar seltene schwarze Ibis sehen. Wie auf der Webseite des Parks zu lesen ist, gab es laut antiken keltischen Karten 8 Orte auf dem Balkan, an denen Drachen lebten. Sasavica war einer davon. Joanna nähert sich mit dem Stock dem Schwein, was da hinten wühlt. Noch interessiert sich das Schwein nicht für Joanna, aber wenn sie näher kommt, vielleicht schon. Und was auch immer passiert, wir wollen es auf Video haben. Für euch und für uns als Andenken. Es ist gar nichts passiert. Das Schwein war mit eigenen Sachen beschäftigt und ich habe genug Entfernung gehalten. Wir wollten es ja beim Wühlen nicht stören. Die Wiesen und Moore gefallen mir sehr. Ich kann mir gut vorstellen, hier am Morgen im Gras zu sitzen, wenn der Nebel noch über den Mooren schwebt und die Vögel und andere Tiere zu beobachten.
Jetzt gibt es aber 30 Grad im Schatten und wir laufen schon seit einiger Zeit in voller Sonne. Und außerdem sind Jens und langes Laufen nicht so richtig kompatibel. Deswegen kehren wir irgendwann um zum Touristenzentrum und räumen den Esel erneut aus dem Weg. Und wir fahren jetzt tiefer in Serbien und schauen uns alles genau an. Serbien ist in unserem Teil Europas leider nicht allzu bekannt. Aufgrund der wiederkehrenden Konflikte in der Vergangenheit und aktuell hat das Land eher ein negatives Image. Es hat aber eine sehr lange und reiche Geschichte. Und deswegen ist es eine wahre kulturelle Mischung, die Elemente des Westens und des Ostens verbindet. Jeder findet hier etwas für sich. Es mangelt nicht an Denkmälern und historischen Orten aus verschiedenen Epochen, aber auch die Natur ist wunderschön. Es gibt hier Berge mit vielen Wasserfällen, Seen und Flüsse und etwa 360 Thermalquellen. Das Land ist nicht dicht besiedelt. Serbien hat ca. 90 Einwohner pro Quadratkilometer, aber effektiv ist es wahrscheinlich noch weniger, weil von ca. 7 Millionen Einwohnern über 1,5 Millionen in der Hauptstadt leben. Es wird geschätzt, dass ungefähr jeder dritte Einwohner Serbiens eine Waffe zu Hause hat. Wahrscheinlich gibt es nur in den USA mehr Waffen pro Kopf. Dennoch sind die Serben eine der gastfreundlichsten Nationen der Welt. Wir fahren über Belgrad, halten hier aber noch nicht an. Dafür werden wir später Zeit finden. Wir haben das gestern gekauft in Sremska Mitrovica und jetzt werde ich das essen, weil ich schon wieder Hunger habe nach dem mega fettigen Frühstück und das ist ungefähr so groß wie mein Kopf. Das war es schon, was ich zu sagen hatte. Möchtest du noch was? Wir wollen deinen ersten Biss sehen. Sag noch mal was jetzt. Es ist sehr dicht, wenn man es isst. Ja, das ist mit Käse gefüllt und ziemlich salzig und verklebt ein bisschen den Mund. Ohne Trinken kann man das nicht essen. Und ich hatte mich auf eine ruhige Autofahrt gefreut. Boah. Ist perfekt zum Schluck aufbekommen. Mhm. Perfekt. Mein Frust äußern über die Straße, auf der nur 50 ist. Hinter uns eine riesige Schlange. Und ich nicht so richtig weiß, warum 50 ist. Ich aber ungern im Ausland zügiger fahre als erlaubt. Und dann auch noch im Nicht-EU-Ausland. Muss nicht sein. Kommt mir vor wie Ultra Slow Motion.
schauen wir uns die serbischen Dörfer an. Was uns auffällt, für manche Bewohner scheint das Tor und oft auch der Zaun ein Statussymbol zu sein. Viele Tore von eigentlich ganz normalen Häusern sind prächtig und alles andere als bescheiden. Wenn jemand heiratet, scheint es hier ein Brauch zu sein, über das Tor einen großen Bogen zu installieren und ihn mit Ballons und Bändern zu beschmücken. Unser nächstes Ziel ist die imposante Festung Golubac, von welcher man an der anderen Seite von Donau Rumänien sehen kann. Doch diese Folge wäre damit definitiv zu lang. Deswegen haben wir uns gerade spontan entschieden, euch in der nächsten Folge diese Burg zu zeigen und diese Folge hier zu unterbrechen. Wenn ihr uns auch in der nächsten Folge begleiten wollt und mit uns zusammen die Festung entdecken wollt, dann bleibt dran. Abonniert den Kanal und vergesst nicht die Glocke zu klicken. Tschüss sagen Jens und Joanna.